Und da im Krankenhaus, da erfahre ich dann auch, was mir eigentlich passiert ist. Ich habe nämlich mein Genick gebrochen. Den 5. Halswirbel, um genau zu sein. Und das heißt, dass nicht nur die Beine gelähmt sind, sondern eben auch meine Hände und ein großer Teil von meinen Armen. Ich werde nie mehr mit meinem Bruder wandern gehen. Nie mehr mit meinen Kumpels Fußball spielen. Und nie mehr die Hand meiner Freundin greifen können. 95% meiner Muskeln sind gelähmt und trotzdem habe ich einen Sport gefunden, den ich machen kann. Das ist Rollstuhl-Rugby. Ich selbst spiele in der Bundesliga und wenn die Leute mir zuschauen, dann heißt es immer, boah, es ist brutal, da geht es richtig zur Sache. Du bist selbst schon mal aus dem Stuhl gefallen, das ist auch so eine häufige Frage. Die Menschen stellen sich Rollstuhlsport nicht so hart vor. Und allgemein haben sie auch ein anderes Bild von einem Rollstuhlfahrer im Kopf. Eher was Schwaches, was Zerbrechliches, was man aufpassen muss. Aber die Rugby-Spieler, die passen eben nicht in diese Vorstellung. Und von den Jungs habe ich was Spannendes gelernt, weil wenn Fußgänger, so nennen wir Rollstuhlfahrer euch, wenn Fußgänger mich das erste Mal sehen, dann fragen die meistens, was ist dir passiert? So, aber als ich angefangen habe, auf diesem hohen Niveau Rugby zu spielen und die Jungs mich das erste Mal sehen, da passiert das Spannende. Die fragen mich nicht, was ist dir passiert, sondern die fragen mich, was kannst du noch? Aber am Anfang von radikaler Veränderung steht immer erstmal die Akzeptanz. Die Führungskräfte müssen sehen, dass die Prozesse schlecht sind, dass die Produkte mehr können. Da muss man hinschauen, statt wegschauen. Ich habe jahrelang weggeschaut, habe gehofft, dass die Lähmung wieder von selbst weggeht. Und erst dann, als ich der Realität ins Auge geblickt habe und akzeptiert habe, dass es so bleibt, dann ging es bergauf. Dann wurde ich wieder handlungsfähig. Ich war vor kurzem bei einem Automobilzulieferer und die produzieren Dieselmotoren unter anderem und eben auch Benzinmotoren. Und dann kam Franz zu mir. Und Franz ist so Mitte 40, leicht übergewichtig und ist ein leitender Ingenieur dort. Und er kommt her und sagt, ich bin Verbrenner. Ich habe die Verbrennungsmotoren studiert. Ich mache das mein ganzes Leben lang und ich kann das richtig gut. Und jetzt soll ich E-Motoren konstruieren? Das kann ich nicht. 3 Worte, 3 kleine Worte, daraus bestehen die stärksten Glaubenssätze, die ich kenne. Bei Franz ist es, ich bin Verbrenner. Und auch mich hat jahrelang Glaubenssatz zurückgehalten. Immer wenn es unangenehm wurde, wenn es anstrengend wurde, dann habe ich meinen Joker gezogen. Ich bin behindert. Damit habe ich mich vor anderen, aber vor allem vor mir selbst gerechtfertigt, wenn ich gekniffen habe. Mit jedem Ich bin schwingt ein und so werde ich immer bleiben mit. Und damit schiebe ich einen Riegel für jede Veränderung. Und mir haben auch wieder 3 kleine Worte geholfen. Und ich glaube auch viele Unternehmen stehen jetzt vor diesen ganzen Veränderungen und können vielleicht gar nichts dafür. Oft sind es die Einflüsse von außen, die dazu zwingen. Und dann fällt es leicht, in eine Opferrolle sich zu begeben, sich zu beschweren, anderen die Schuld zu geben, anstatt zu handeln. Während meines Prozesses habe ich einen Satz gehört, der hat mich dann immer begleitet. Wer Opfer wird, hat vielleicht Pech gehabt. Aber wer Opfer bleibt, ist selber schuld. Vielen Dank. Bei Sebastian hat mich begeistert, dass er überhaupt gar keine Bitternis gezeigt hat,
Weder in seiner Ansprache noch in seinem Ausdruck, in seinem Gesichtsausdruck. Seine Ausstrahlung war sowas von überzeugend, dass man sich an die eigene Nase fassen musste und sich fragen musste, mein Gott, was hast du schon für Probleme? Auch da war das Thema persönliche Betroffenheit und persönliche Geschichte natürlich eindrucksvoll. Ich meine, wer so ein Schicksal erleiden musste und das dann mit so viel Optimismus wieder dreht und das auch allgemein ableitet, dann ist das schon eine wirklich tolle Kombination, die auch einzigartig war für mich. Auch da muss ich sagen, tolle Präsentation, eine tolle Stimme auch, die auch Überzeugungskraft beinhaltete. Auch da großes Kompliment.